Meine Datei ist weg. Oder kann ich die Dateien eigentlich wiederherstellen in Typo 3? Gibt es da ein Backup? Diese Fragen oder auch weitere Fragen zu dem Filelist in Typo 3 kommen öfters von Kunden. Ich zeige euch heute in diesem Video, wie ihr das verhindern könnt, dass Dateien automatisch gelöscht sind und nicht mehr vorhanden sind. Willkommen zu 7 Bugs, Tech-Probleme verstehen und lösen. Mein Name ist Kai Schuster und hier seht ihr jetzt mal eine frische Typo 3 Installation. Und ihr kennt es ja, wir haben hier einen Filelist-Ordner oder einfach normale File-Admin, wie man es auch manchmal dazu sagt. Und hier habe ich verschiedene Ordner drin. Den Temp-Ordner kann man erstmal ignorieren. Und ich habe hier zusätzlich einen Test-Ordner mal angelegt. Jetzt ist es ja so, das kennt ja jeder, wenn ich jetzt hier auf Löschen klicke, die Datei ist erstmal weg. Man kommt auch nicht mehr dran, außer man hat jetzt auf dem Server ein Backup. Ansonsten ist die Datei weg. Es gibt aber eine Möglichkeit in Typo 3, das zu regeln. Und zwar kann das eigentlich sogar jeder machen, der Zugriff auf das File-Admin hat. Und das muss nicht mal eine Agentur machen, das kann auch der Kunde selber machen. Man erstellt einen neuen Ordner. Und dieser Ordner, der muss genauso heißen. Und zwar Unterstrich Recycler Unterstrich. So muss dieser Ordner heißen. So, ich habe jetzt hier einen Ordner angelegt. Und was ihr auch hier direkt sehen könnt, ist folgendes. Es ist hier so ein Mülleimer-Symbol vorhanden. Das heißt, Dateien, die jetzt irgendwo gelöscht werden, in diesem User-File-Upload-Ordner, landen hier drin. Kann ich auch erstmal demonstrieren. Ich drücke hier auf Delete, lösche und die Datei ist hier weg, aber die Datei ist weiterhin hier vorhanden. Jetzt ist natürlich nicht möglich, die Datei irgendwie wiederherzustellen, so wo sie vorher war. Das muss man natürlich manuell machen. Das heißt, man geht hier hin und verschiebt die Datei, wo auch immer man sie gerne haben möchte. Das macht Typo 3 zum Beispiel nicht. Aber immerhin ist die Datei nicht weg. Wenn ich die jetzt hier drin in diesem Recycle-Ordner lösche, dann ist sie endgültig gelöscht und auf dem Server auch nicht mehr auffindbar, außer in der Backup-Datei natürlich. Jetzt gibt es aber da noch einen weiteren Trick. Und zwar kann es ja auch mal gut sein, ich habe hier einen weiteren Ordner, ich nenne ihn jetzt mal Test 2. Und in diesem Test 2 sind jetzt auch nochmal Dateien drin. Ich lade jetzt hier nochmal Dateien hoch. Ist ja egal, ich nehme einfach die gleichen Dateien. So, Upload, Dateien sind da. Jetzt habe ich hier 4 Dateien und hier drin 2 Dateien. Wenn ich jetzt hier drin eine Datei lösche, passiert Folgendes, die landet auch in diesem Recycle-Ordner drin. Also das geht rekursiv weiter durch. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Trick. Und zwar ist es ja manchmal so, dass man vielleicht sehr viele Verzeichnisse hat und man möchte es ein bisschen aufräumen. Je nachdem, wo man Dateien gelöscht hat, sollen die auch dementsprechend in diesem Mülleimer dann landen. Ich kann jetzt hier beispielsweise unter diesem Ordner Test einen weiteren Ordner anlegen und der nennt sich auch Recycler. So. Was haben wir jetzt in diesem Fall? Wir haben jetzt 2 Recycler. Einmal hier auf User-Upload-Ebene und einmal auf der Testebene. Und das heißt jetzt, wenn ich jetzt hier die Datei lösche, in Testordner 2, landet die Datei nicht hier drin, sondern hier drin. Da ist diese Datei jetzt drin. So kann man praktisch hingehen und Dateien, wenn man die löscht, auch in einer bestimmten Struktur bringen, damit sie auch schneller wieder auffindbar sind in den einzelnen Mülleimern. Es ist aber natürlich so, dass man jetzt denkt, okay, der Mülleimer ist schon und gut, super, dass wir den haben, aber was machen wir denn jetzt so, ja, nach einem Jahr, dann sind da vielleicht ganz viele Dateien drin oder ganz viele Ordner drin, die dann gelöscht worden sind. Ne, also ich kann jetzt hier hingehen und sagen, okay, ich lösche diese Datei, okay, habe ich gelöscht, landet hier drin, ich lösche jetzt den Mülleimer. Super, habe ich gelöscht. Jetzt habe ich hier einen Mülleimer in Mülleimer. Ist vorhanden, ist da. Die Datei ist immer noch nicht weg. Die ist jetzt erst weg, wenn es darüber keinen Mülleimer mehr gibt. Aber der Server wird natürlich dadurch immer vollgemüllt, sage ich jetzt mal. Und man sollte irgendwie gucken, dass der Server auch dort in bestimmten Abständen bereinigt wird oder das Typo 3-System in bestimmten Abständen bereinigt wird. Und das kann in der Regel kein Redakteur machen. Das macht in der Regel dann die Agentur oder der Admin, wie auch immer. Dafür gibt es einen Scheduler, also ein Cron-Job, der eingerichtet werden muss. Ich zeige euch, wie ihr einen Scheduler-Task einrichten könnt, aber nicht auf dem Server, sondern hier nur in Typo 3. Auf dem Server muss das ein Admin machen oder halt die Agentur eben. Ihr drückt hier auf neuen Task erstellen und dann wählt ihr hier unter Scheduler den File-Admin Garbage Collection aus. Group könnt ihr leer lassen. Natürlich müsst ihr den auch anschalten. Dann nicht auf, also hier ist er angeschaltet, hier ist er ausgeschaltet. Und dann gibt ihr die Tage an, wie lang, also ab welchem Tag die Dateien auch wirklich in diesem Recycler gelöscht werden sollen. 30 Tage finde ich das okay, weil wenn man die 30 Tage nicht mehr verwendet hat, braucht man die in der Regel nicht.
Aber wenn ihr sicher gehen wollt, könnt ihr da auch gerne 90 Tage oder 365 Tage für ein Jahr angeben. Dann sind die Dateien weiterhin so lange vorhanden. Ihr müsst angeben recurring, das heißt immer wiederkehrender Task. Und der müsst ihr dann ja, jeden Tag einfach reingucken. Das heißt, ihr gebt hier, sage ich mal an, ja, every day of the week from Monday. Also kann man hier auswählen, dann kann man hier sagen, okay, 1 bis 5 und dann immer, weiß ich nicht, um 9 Uhr morgens werden die Dateien dann gelöscht, die älter sind als 90 Tage. Ja, und das war es schon eigentlich mit Filelist und Einrichten von dem Recycler oder Mülleimer. Das heißt, so könnt ihr auf jeden Fall sicher gehen, dass die Dateien erstmal nicht direkt gelöscht sind, wenn ihr die löscht in Typo 3. Und das ist nicht nur für die Version 13, sondern auch für die 12, für die 11, für die 10, ich glaube sogar auch für die 9. Also es ist schon sehr, sehr lange das Feature da. Sehr viele Agenturen kennen das nicht, aber ich hoffe, hier hat man jetzt mal einen kurzen Einblick bekommen. Aber lasst mir gerne mal in den Kommentaren da, ob ihr das schon wusstet mit dem Recycler, wie ihr das gelöst habt, ob es da auch noch eine andere Möglichkeit gibt. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. Ansonsten habe ich noch ein weiteres Video, auch zum Recycler, zu dem Standard-Recycler von Typo 3. Das heißt, ihr braucht auch keine Angst haben, Dateien oder Seiten zu löschen in Typo 3. Die sind immer nicht direkt weg. Schaut euch gerne das Video an. Ich verlinke es auch hier oben rechts in der Ecke. Ansonsten sage ich mal bis zum nächsten Mal bei 7 Bugs. Ciao, ciao!